Hallo, wir sind hier heute bei Davorka Kulenovic, Bischof, und wir haben gestern schon gedreht und werden heute auch noch Sachen drehen. Und ich bin ganz begeistert von der Art und Weise, wie du deine Trainer hier anleitest und wie toll sie sich bewegen. Ich bin nochmal inspiriert, nochmal ganz viel zu trainieren und zu üben. Und wir haben uns gestern erst kennengelernt und du hast mir ein bisschen erzählt über dich und über Romana, und ich möchte gerne, dass die Menschen das wissen, dass alle Pilates-Fans und Freunde mehr über dich erfahren. Kannst du ein bisschen was über dich erzählen? Wie bist du zum Pilates gekommen? Ich erzähle nicht so gern über mich und nicht so viel über mich, obwohl hat man viel zu erzählen mit 55. Aber irgendwie offiziell erzähle ich das nicht, aber mache ich das kurz. Okay, ich habe mit 16 mein erstes Ballettengagement nach der Ballettschule gekriegt in Sarajevo, wo mein Geburtsort ist, und habe ich lang getanzt, war ich auf der Bühne bis 42, und so mit 35 oder 36 war ich, wo ich nach Deutschland gekommen bin. Mein Lebensweg war so, dass ich hier gekommen bin, und habe ich noch getanzt hier. Ich habe getanzt im Tanztheater bei Frau Bischof, und am Ende meiner Karriere habe ich körperliche Probleme gekriegt. Ich war 38. Ich habe noch getanzt, aber das war dann schon schwer. Rückenprobleme, sehr starke Rückenprobleme und Hüftarthrose, leichte. Und habe ich gelitten, und dann Frau Bischof, meine Direktorin, wollte sie mir helfen und kannte sie eine Methode, und das war Pilates, und hat sie mir empfohlen, komm, wir müssen das probieren, das darf nicht so dein Körper leiden, und es gibt sicher etwas, was man viel helfen kann und so weiter. Hat sie sich sehr Mühe genommen, und ich bin sehr dankbar dafür. Und dann hat Frau Bischof mich ermöglicht, Ausbildung zu machen, weil ich war noch engagiert bei ihr im Theater und in der Schule, und habe mir überlegt, wie man macht. Und meine erste Berührung mit Pilates war, dass ich nach Zürich gegangen bin, und ich kann mich nicht den Namen leider erinnern, aber war Manuela und ihren Freund haben ein Pilates-Studio gehabt, und dort bin ich zu einem Ballett-Workshop gegangen, zum Dauer. Und dort, die haben angeboten in der Arena auch Pilates, und Frau Bischof hat gesagt, komm, wir probieren das und so, und ich habe probiert. Nur Mathe-Übung, ja, okay, interessant, gut. Und dann, die haben ein Studio gehabt in Zürich, die Manuela und ihre Freunde. Und bin ich dort ins Studio gegangen, eine Einzelstunde zu nehmen. Dann habe ich 10 Stunden genommen, habe auch das schon was für meinen Körper, tut mir gut. Und sind wir zurückgekommen. Frau Bischof hat gesagt, wir versuchen jetzt. Und dieser David Howard, der Ballettlehrer, der kommt aus New York, er hat gesagt, wenn du Pilates lernen willst, dann musst du nach New York zu Romana, das ist das Größte, was du dir machen kannst. Und das war ein Vorschlag von David, und das hat Frau Bischof mich ermöglicht. Und es war sehr schön, und zuerst Romana hat geschickt, Lehrerin aus ihrer Studie aus New York, hier nach Stuttgart, habe ich so 3-4 Monate von ihr gelernt, das war Ginny. Und dann aus Paris, Philippe Dupin, war auch hier so 2-3 Monate, habe ich von ihm gelernt. Und dann bin ich einen Monat nach Paris auch gegangen, im Studio von Philippe habe ich weitergelernt, sehr intensiv habe ich meine Ausbildung wirklich, ich war 10 Stunden pro Tag beschäftigt mit Pilates. Und dann war Frau Bischof eingeladen, Romana, zu einem Seminar nach Stuttgart, das war 1997, hat sie eine große Tanztheater-Räumlichkeit im Ballettsaal, hat sie ein großes Seminar gegeben, und so haben wir uns kennengelernt, und sie hat gesagt, hat mich eingeladen, hat gesagt, du kommst nach Stuttgart, nach New York zu mir, und ich mache mit dir das. Und so war es dann nach Paris, dann bin ich noch 2 Monate nach New York zu Romana, und sie hatte wirklich große Glück, direkt von ihr lernen und Glück haben, eine Independent Study
haben dort bei Romana. Das ist etwas, was ich musste nicht alle Seminare besuchen und so. Ich dürfte neben Romana diese 2 Monate sehr nah und alles, was sie gemacht hat, dürfte ich das beobachten und helfen, Box tragen und alles, was ich tue. Sie war schon 75 Jahre alt. Das ist ich bin so dankbar, dass ich sie kennengelernt habe und dass ich dürfte mit ihr lernen. Das ist so eine große Persönlichkeit und so eine große Aura und ich bin sehr, sehr traurig, dass wir sie verloren haben. Ich bin dafür, was ich heute und wo ich heute bin, wirklich sehr, sehr dankbar, weil sie hat mich auch als Mensch sehr unterstützt dort. Ich war allein und sie hat mich immer irgendwie mitgenommen, ein bisschen, ein Party für mich zu Hause gemacht und das war ganz, ganz lieb. Ein großes Herz hat die Frau Romana. Und so ist mein Weg, dann bin ich zurück nach Stuttgart, dann habe ich noch ein paar Jahre gearbeitet bei Frau Bischof, hat Frau Bischof ein Pilates-Studio geöffnet und dann seit 10 Jahren führe ich in Stuttgart meine eigene Pilates-Studio, das ist auch Ausbildungsinstitut und bin ich sehr zufrieden. Du bildest also hier aus. Wie funktioniert das, wenn man bei dir eine Ausbildung machen möchte? Sind das auch Module, die ich besuche? Oder Nee, das mache ich nicht. Das weiß ich, das sind sie immer. Das ist sehr, sehr schwer, finde ich, mit Leuten, welche Interesse haben. Eine hat Kind, andere Mann, dritte kann nicht die Woche, eine halb arbeitet. Es ist sehr, sehr schwer so zu organisieren. Ich mache das, sage ich jedem, mein Student hat ein Independent Study. Das heißt, die können anfangen, wann sie wollen. Die haben von mir 70 Einzelunterricht, jeder mein Student hat 70 Einzelunterricht und muss 600 Stunden Hospitation im Studio haben. Und das ist die ganze Gut. Einzige, was ich mache, was ich vor ein paar Jahren angefangen habe, ist das auch separat Mattenausbildung machen. Das heißt, bei mir da kann man nur Mattenausbildung machen als Mattentrainer oder volle Ausbildung, aber bei mir gibt es nicht diese nur Basic lernen oder nur das, weil ich finde, dass Pilates-Methode ist so komplex. Ich bin schon über meine Schatten gesprungen, wo ich gesagt habe, okay, da war viel Interesse nur für Mattenausbildung. Und dass ich das mache überhaupt, weil ich finde, Pilates-Methode ist so was Komplexes. Das kann man nicht nur durch Mathe lernen, müssen alle Geräte haben. Ich muss einen Klient schicken von dem Gerät zu dem Gerät zu dem Gerät auf dem Boden, dass ich, wenn ich an einen Körper gehe, und das muss man alles lernen als Trainer. Das stimmt. Ja. Das ist meine, und eigentlich, ich habe das nur übernommen von Romana, das, was wie sie mit mir umgegangen ist und gemacht hat. So, natürlich mache ich auch Seminare mit meinen Leuten, wenn wir sind jetzt, glaube ich, so 10, 12 Leute, welche machen volle Ausbildung. Natürlich, am nächsten Sonntag haben wir Seminar, Intermediate Cadillac. Natürlich haben wir zusammen, aber das ist nicht jetzt so, die Wochenende ist das Modul 1 und die Wochenende ist das Modul 2, das habe ich nicht in der Organisation. So. Wie viele Schüler hast du schon ausgebildet? Viele. Ich glaube so 50, 60 volle Ausbildung in diese 10 Jahre und Mathe-Ausbildung 150. Ja. Und wenn man mal die Ausbildung gemacht hat, was ist das? Man ist dann Pilates New York Trainer? Das ist meine, das kann ich nicht. Ich bin nicht von Romanas Pilates. Ich bin Romanas Pilates. Ich habe Diplom Romanas Pilates und auch zweite Diplom. Und das erste war, damals nannte man Body Condition, habe ich Diplom von Romana. Und zweite ist auch, Romana hat mir gegeben, das ist Romanas Pilates. Aber ich bin nicht von Romanas Pilates Ausbilder, ich mache das in meinem, Arrangement. Ja. Das habe ich bei Frau Bischof schon angefangen, weil das war sehr, sehr kompliziert.
überhaupt nach New York zu kommen. Und wenn meine erste Studentin Tamara Beck zu mir gekommen ist, ich habe versucht, sie zu schicken nach New York, wirklich, und Frau Bischof, haben wir das, aber irgendwie, die haben sich nicht gemeldet und Tamara hat gesagt, nee, ich will von dir lernen, ich habe dich jetzt erlebt, ich will von dir, und so hat das sich entwickelt, habe ich immer mehr und mehr, manche habe ich geschickt nach New York, eine Tänzerin aus Saale, die ist zu mir nur gekommen zu lernen, dann habe ich sie nach New York, oder meine Nichte hat gelebt in New York, und dann habe ich sie vorbereitet, alles habe ich gesagt, jetzt wirst du dort, weil sie hat schon dort gelebt, und dann hat dort gemacht, und ich werde sehr gerne, ich habe angeboten, dass man hier bei mir macht, eine große Ausbildung, Zentrum Romanes Pilates, ich weiß nicht von welchem Grund, die machen bleiben da. Irgendwie, die sind schon in Europa, die sind in Den Haag, die sind in Paris, die sind in Barcelona, die sind in Rom, aber in Deutschland gibt es nicht, und ich bin eigentlich sehr traurig. Ja, ich meine, Josef Pilates ist ja, Deutsch. habe ich auch gedacht, eigentlich Josef Pilates. Ja. Deutsch wäre schön in Deutschland, das zu haben, und einfach, das ist mein Weg jetzt. Ich denke, okay, ich bin ausgebildet Romanes Pilates und ich mache das, und jedes Jahr mache ich 2 Seminare pro Jahr, hole ich so tolle Leute hier, welche haben die gleiche Ausbildung wie ich. Das sind Keteros, Naspito, Fiasca, Alice Ungaro, Lori, vergessen? Nee. Lori Baumann. Okay. Und alle wirklich diese Leute, Dorothee Wonderwon, sehr gute Lehrerin. Immer 2-mal pro Jahr, dieses Jahr jetzt im Juli kommt Jay Rains, das muss man auch erleben, das ist so letzte von Pilates, sage ich noch, Leute, welche leben, das ist schön. Kann man auch mitmachen, wenn man nicht klassischer Pilateslehrer ist? Doch, das kann man. Ich bin wirklich ganz offen für alles. Es ist kommen natürlich, ich gebe das nicht große Reklame, weil ich habe wirklich sehr viel, ich habe jetzt für dieses Seminar schon 50 Leute, welche haben sich angemeldet, aber ich bin offen für jede, egal von welcher Ausbildung kommt, ist immer offen bei mir. Und wenn sich die Leute melden, jetzt ist wenig Platz natürlich, es gibt noch Platz im hier Studio, aber dass mein Studio klein ist, ich miete immer Ballettschule von meinem Mitarbeiter Toshi, miete ich Ballettschule, und dort ist die Mattenprogramm, das ist immer Sonntag dann 3 Stunden, ein Workshop, und sonst ist hier alles passiert im Studio. Ja. Und wir sind hier 30, 35, 40 Leute im Studio, und Jay ist hier, und wir probieren das, und er erzählt und probiert das, und wir lernen immer Neues. Und dann sind auch Einzelunterricht, das ist auch Teil vom Seminar, wer sich anmeldet für Einzelunterricht. Natürlich extra ist das bezahlt an Lehrer, aber wir dürfen alle beobachten und alle lernen von das. Und das ist sehr interessant. Absolut. Doch lange Geschichte. Ich habe gestern ein paar von deinen Mitarbeitern kennengelernt. Magst du ein bisschen was über deine Mitarbeiter erzählen? Ich bin sehr dankbar, dass ich so tolle Leute bei mir habe, und ich bin dankbar, dass ich Möglichkeit habe. Natürlich die besten Leute, sage ich, alle sind toll, alle sage ich, meine Leute will ich niemanden verletzen oder so, aber natürlich habe ich dann Möglichkeit zu wählen, wer bei mir arbeitet. Klar. Das ist dann sehr schön, und ich habe wirklich tolle Mitarbeiter, das ist Toshi, welche hat auch Ballettschule, und hier in die Nähe, wir werden bei ihm Seminar machen, ganz tolle Japaner, dann meine Anne, auch halb Koreanerin Mama, und auch tolle Pilateserin in Petros, auch sehr guter Balletttänzer hier im Staatstheater. Dann habe ich jetzt auch eine Studentin, sehr gut, auch Oyane, auch Solistin im Staatstheater, dann meine Nina Leibin, sie arbeitet auch bei mir, dann Virginia Schildhauer, und dann Marek Ranic, auch Tänzer, und wir sind Simone, arbeitet auch bei uns, wir sind so ein Team, und eigentlich funktioniert sehr schön, sehr schöne Atmosphäre, und sie sind bei mir, das ist eigentlich wie ein Wohnzimmer, hier Studio, aber irgendwie ist das schön, ich genieße diese Zeit, das ist für mich ein Geschenk, arbeiten zu dürfen mit diesen Leuten.
Ja, das Gefühl hatte ich gestern, als ich hier reinkam. Es war so eine unheimlich schöne, familiäre Harmonie und jeder war so freundlich und passt aufeinander auf. Sehr schön ist alles. Bin ich sehr dankbar. Und ich bin dankbar, dass wir bei dir sein dürfen und dass du unser Projekt unterstützt. Und sehr gerne. Ich freue mich auf weitere Stunden gleich. Dankeschön. Okay. Danke.